Fleet Command, Frachter, Move to. Okay. Ich denke mal, den roten Alarm können wir jetzt beenden. Weil wir werden ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr angegriffen. Hoffe ich. So. Und meine Güte, geht das jetzt langsam. Ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert's. Wir koppeln jetzt das Schiff einfach mal an. Hoffentlich klappt das. Und wir treten mal richtig drauf. Hoffentlich klappt's. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hoffentlich hält er das aus. Aber bis jetzt, ja, sieht alles gut aus. Cool. Selbst bei vollem Impuls. Ja, cool. Wie sieht das? Ja, cool. Wir schleppen einfach das Schiff mit ab. Ja, geil. Ja, geil. Wie cool ist das denn bitte, ha? Wir müssen uns jetzt gleich etwas auf die Hülle malen, und zwar ADAC. Weil wir schleppen ja das Schiff momentan ja nur ab. Nix da, du bleibst schön an uns dran. Auch wenn es dir da nicht gefällt, aber du bleibst an mir dran. Jetzt können wir ihn freigeben. Ja, cool. You are now ready to carry out missions on behalf of Starfleet. You may consider returning for an introduction to Klingon and Romulan starship tactics. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal die Klingonentaktik an. Obwohl, muss das sein? Ach komm, tun wir uns mal an. Einfach mal, weil es Spaß macht. A Klingon Vorcha-class vessel is approaching. They're hailing. Okay. Greetings, Captain. I am General Magach, commanding the IKV Raktar. I'm here to teach you the ways of the Klingon Empire. Follow my orders to the letter and you might survive my training. Let us speak now of war. Kapla! In battle, the Klingon relies on the superior maneuverability of his vessel and the brute power of his weapons to destroy his enemy. Our ships can generally outturn and out-accelerate the ships of other races, which is a great advantage in combat. One disadvantage you might find is that the shielding systems of our warships are not as powerful as those of other races. This is due to the design philosophy that comes from our tactics, which favor quick strikes and fast maneuvers. Okay, also sind wir doch ein wenig schneller unterwegs. Okay. Now let us discuss weapon. Waffen immer gut. The Disruptor is the primary weapon of the Klingon Empire. It is an energy beam weapon similar in many respects to your own phaser. The Disruptor tends to be more powerful than an equivalent class of Federation phaser. Cadet, we could talk about weapons until my Tog dies of old age. But I am Klingon and this is not my way. The best way for you to absorb the material we have covered so far is to see it in action. So prepare to defend yourself. We will now engage in combat so that you may observe Klingon tactics.
Okay. Also müssen wir uns jetzt gegen das Schiff verteidigen, ne? Schilde wieder nach vorne, sicherheitshalber. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ja. Wir haben den ersten Schuss frei. Die beiden sind daneben gegangen. Oh. Ausweichkurse. Ja. Ein bisschen drosseln, damit wir wieder rauskommen. Ein bisschen langsamer werden. Wo geht's denn da hin? Okay. Okay. Ja. Können wir jetzt so mal... Wir können gar nicht. Wir können gar nicht feuern momentan. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Nein, ne? Okay. Also egal was ich hier ausprobiere, wir können den Transporter nicht benutzen. Schön. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So. Wahrscheinlich war das dieser blöde Fehler, den wir gemacht haben mit der Hochenergiewinde. Und Tarnaufdeckung können wir auch nicht machen. Ja. Mal ein bisschen schneller werden.
Okay. Amazing! Such skill in one so young. Okay. You show great promise. Okay. Now that you have practiced maneuvering your new command, we will discuss her special systems. The cloaking device is a tremendous tactical asset. When activated, sensor energy is absorbed and redirected around the ship, causing it to become invisible to your enemy's scanners. This stealth gives you first strike capability and allows you to maneuver into a perfect firing position undetected. There are a few things about the cloak you should know. The device requires an enormous amount of energy when activated. Okay. Because of this, you cannot fire while cloaked. Gut. In addition, the ship's shields cannot function under cloak. What this means is that for a brief time during cloaking and decloaking, you are vulnerable to enemy attack. Okay, das probieren wir doch mal aus. Also jetzt sind wir getarnt. Now practice cloaking and decloaking your ship. C key will toggle the device on and off. Schön. Und wieder aus. Okay. Cool. Good. Something to keep in mind about the cloak is that it is not perfect. The degree of stealth it provides depends on certain factors. High speed or unusual environmental conditions such as a nebula can negate the cloak and cause you to be detected. To remain stealthy, move slowly and avoid unusual galactic phenomena. Okay. Finally, be aware that an enemy might possess anti-cloak scan technology. You will not know if the scanner detects you. From your point of view, you will still be cloaked, and your first indication that you have been detected will be when the enemy begins firing on you. Also merken wir es erst, wenn die ersten Bomben auf uns The abrechnen. last systems we will cover are the special weapons aboard the Rakta. Select the Polaron torpedo icon to activate its control panel. Nee, das bist du nicht. Good. Das Polaron ist die. torpedo is similar in principle to your own photon torpedo. Okay. It is a self-guided seeking projectile that contains a matter-antimatter warhead. The Polaron torpedo also employs advanced shield penetration technology that may allow it to pass through the shields of its target. Ah, okay. Being new, the Polaron torpedo is still fairly rare in the fleet. Most vessels are still equipped with photon torpedoes. However, the Polaron can be retrofitted onto any Klingon vessel. Now, click on the ion cannon icon to activate its control panel. Ion, das müsste er dann sein, okay? Good. The ion cannon is simple to operate. When fired, it releases a powerful bolt of energy that streaks toward the target. There is such energy in the bolt that it disturbs subspace behind it as it moves. Okay. On impact, it does impressive damage. Okay. Now that you have familiarized yourself with the Rakta, we will again engage in combat. Use the advantages and systems we have discussed, and try to best me in battle. Okay. Also müssen wir ihn jetzt schlagen? Okay. Also müssen wir es... Ich versuche jetzt mal was. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Auch Ausweichmanöver wieder. Nehmen
wir mal ein bisschen Schwung raus.